Hallo, hier ist der Fez von Fez Hobby-Ecke. Kein Profi, kein Experte, aber seit fast 30 Jahren im Hobby. Perfektionist und Chaot in einem. In meinem ersten Video deutete ich ja bereits an, dass sich noch ein paar Modelle oder Packungen auf dem Dachboden befinden würden. Als ich dann das letzte Mal auf dem Dachboden war, um eigentlich meine alten Tyranniden zu suchen, ist mir etwas ganz anderes in die Hände gefallen. Meine allererste Warhammer Starterbox. Seit fast 30 Jahren begleitet mich dieses Hobby. Und auch wenn die neuen Boxen natürlich einen besonderen Reiz haben, so ist mir doch beim Anblick dieser alten Starterbox aus den 90ern richtig warm ums Herz geworden. Diese Box, da steckt so viel Nostalgie, so viel Kindheitserinnerung drin. In die Jahre gekommen, bisschen verranzt, aber ein unglaublich tolles Gefühl. Ich bin so froh, dass ich auch den ganzen Karton aufgehoben habe, dass es alle Umzüge mit überstanden hat, dass nichts verloren gegangen ist, also hopefully. Und einfach ganz toll. Ich konnte einfach nicht anders, als die Box mit runterzunehmen und habe gedacht, schnapp dir die Kamera und wir machen jetzt einfach mal ein Unboxing dieser Erinnerungskiste. Hier auch die Farben, Blood Angels, Space Orcs, die Gretchens, genial, Hammer. Und da war so viel Zeug drin. Schauen wir mal. Auch das Artwork natürlich unglaublich genial. Okay, das sieht jetzt nicht mehr so ganz komplett aus. Was haben wir denn hier? Die alten Gretchens. Einfach nur Base und Single-Pose. Einfaches Modell. Waren auf jeden Fall einfach zusammenzubauen. Und dann hier, okay, 20 Stück. In der Box waren 40 drin. Ich meine aber, dass ich damals auch 20 schon mal zusammengebaut und angemalt hatte. Hier haben wir noch die noch nicht zusammengebauten Orks. Aus 3 Teilen bestehend. Das ist extrem. Ja, es war damals so. Jeder Ork hat dann einfach gleich ausgesehen, obwohl man bei denen ja die Möglichkeit hatte, den Waffenarm leicht in der Höhe zu modifizieren. Also entweder hat der Ork weiter nach oben geschossen oder weiter nach unten. Hier diese alten Geländeteile aus Pappe in zweifarbiger Auswertung. Hier haben wir noch einen alten Space Marine Backpack und einen Base. Alter Flyer. Das ist toll, normalerweise wirft man so Zeug ja weg. Also, ich halt nicht. Richtig toll. Das ist einfach ein Stück Erinnerung. Ist fast schon so Warhammer-Museumsmäßig. Die zweite Edition der Starterbox erschien übrigens im Jahr 1993. Habe ich nochmal nachgeschlagen. Da war ich selbst noch ein bisschen zu jung. Also so alt bin ich dann doch wieder nicht. Ich habe auch mit Warhammer schon angefangen gehabt. Da war dann die erste Box, war dann, ach Gott, wie hießen die? Stormtroopers, also nicht die von Star Wars, sondern eben der imperialen Armee, Stormtroopers, Elite, Gardisten, whatever. Was war meine erste Box damals? Danach ein paar Space Marines gekauft. Aber für die große Box, die große Starterbox, da hat halt einfach das Taschengeld nicht gereicht. Man hat sich immer ein bisschen was auf die Seite gelegt, das weiß ich noch. Aber ich glaube, so 130 Mark, 140 Mark war schon brutal viel damals. Und als ich dann endlich das Geld zusammen hatte, bin ich dann ganz stolz ins Fantasy Forest in Mannheim, das weiß ich noch. War kein offizieller Games Workshop Laden, war einfach so ein, war Comic, Tabletop, T-Shirts, alles mögliche, super Laden, weiß gar nicht mehr, ob es den heute noch gibt. Und bin da so ganz stolz reingegangen, 130 Mark, 140 Mark Taschengeld dabei mit meinem Papa noch und nimm mir so die zweite Starterbox in die Hand, so, oh, endlich. Und dann kam die Verkäuferin und meinte zu mir, ja, aber jetzt gibt's ja schon die dritte Edition. Die ist doch viel besser. Soll doch gleich die neue nehmen. Dann habe ich beide Boxen im Laden verglichen und habe gedacht, in dieser Box, auf die ich so lange gespart habe, da sind halt wirklich 80 Modelle drin. Da waren 80 Modelle drin. 20 Space Marines, 20 Orks, 40 Gretchens,
80 Modelle für jemanden, der zu dem Zeitpunkt 10, 15, 20 hatte. Das war natürlich ein extremer Boost, den ich da wollte. Und in der Starterbox der dritten Edition, da waren dann 10 Space Marines, 10 oder 20 Dark Eldar und ein Landspeeder drin. Also viel weniger Modelle fürs Geld. Ja, natürlich, neue Regeln, aber who cares? Also ich zum damaligen Zeitpunkt nicht. War da 12 oder 13 Jahre alt. Da wollte ich einfach viele Modelle fürs Geld und ich bereue es überhaupt nicht. Es war einfach so eine geniale Box und so viel Erinnerung. Einfach ganz, ganz toll. Ich liebe diese Box einfach. Ich liebe das Artwork. Ich liebe alles, was in der zweiten Edition so rausgekommen ist. Ich erinnere mich dran, ich habe die Fotos, die Dinger habe ich angeguckt bis zum Umfallen. Ja, 3 Bücher drin, alles schön ordentlich in Glasschichthüllen. Meine Mutter hat mir eh mal gesagt, dass ich immer so gut auf mein Zeug aufgepasst habe, aber das überrascht mich jetzt dann doch. Ich meine, das ist ja noch ein sehr guter Zustand. Nach so langer Zeit auf dem Dachboden, im Keller gestanden, überall. Hier nochmal so ein bisschen cooles Artwork auf der Box drauf. Da die klassischen Kakteen, Alienpflanzen. Wer hat sie nicht versucht zu bauen? Ja, das mit der Kamera muss ich noch ein bisschen üben, aber ja, ich denke, man kann es erkennen. Hier, The Blood Angels drauf, genial. Und man hat sich da wirklich alles im Detail damals eingeprägt und angeschaut und selbst versucht nachzubauen, so das coole Gelände. Auf jeden Fall hat die Box sehr, sehr viel geboten. Aus diesen Modellen hier, ja, die Hälfte der Orks und die Hälfte der Quetchins, die anderen habe ich damals gebaut, die müssten eben auch irgendwo noch sein. Da werde ich auf jeden Fall noch irgendwas machen demnächst. Ja, das Regelbuch. Bewegung, Schießen, Nahkampf, Psi, die Schadenstabelle. Ich meine, da hat sich aber zu heute nichts geändert. Stärke 4, Widerstand 4, 4 plus. Ja doch, nee, dann die Hälfte 2 plus. Ja doch, passt. Ein altes Orkkatapult. Blättern wir einfach mal ein bisschen durch. Ich denke, so im Detail gehen wir jetzt da nicht drauf ein. Hier nochmal die Schadenstabelle. Ja, und ungefähr so haben auch die ganzen Orks ausgesehen, die man dann gebaut hatte. Ich denke, ich werde mir einfach von den alten Modellen da, die werde ich einfach nochmal bauen und dann vielleicht mit neuen Farben, neuen Methoden, Kontrastfarben. Einfach mal schauen, was man so aus den alten Miniaturen rausholen kann. Hier sieht man die auch. Die sahen wirklich alle komplett gleich aus. Man hat im Endeffekt 20 Orks gebaut, die alle direkt gleiche Pose, war fast so wie Schachfiguren. Aber für mich war das damals auch wichtig. Das gehörte sich so. Also die erste Space Marine Box dann irgendwann rauskam und man sich dann selbst entscheiden konnte, welche Arme und in welcher Pose und sonst wie. Das war für mich in dem damaligen Alter noch irgendwie too much. Für mich Standard, Space Marines stehen einfach mit dem Bolter vor der Brust da, bewegen sich keinen Meter, so als ob sie auf einem Foto posieren würden. Der alte Landspeeder, mein Gott, das fliegende Sofa und dieser Tyrannid, unglaublich hässlich, finde ich. Aber es ist einfach Erinnerung pur. Genial. Überall natürlich Blood Angels. Blood Angels war so das Space Marine Chapter. Zweite Edition. Klar. Auch auf dem Boxcover drauf. Ja. Ja, das ist das Regelbuch. Also in Summe gab es da 3 Bücher in der Box mit drin. Codex Imperialis, das war mehr oder weniger so
Kodex über alle Armeen, alle Modelle drüber. In der zweiten Edition fing es dann aber auch an, dass da wurden, glaube ich, so die ersten Codex-Bücher je Armee dann auch nochmal separat veröffentlicht. Spoiler. Aber so zum Spielen war wirklich in der Box alles drin. Also da waren dann Werte von Einheiten, von Modellen aufgeführt, die man so gar nicht kannte. Hat natürlich dann auch Spaß gemacht, sich da einzulesen und zu schauen, was gibt's denn da alles noch so? Was gibt's denn noch außer imperiale Armee, Space Marines und Orks? Ja, was sind das für Einheiten? Was können die? Ja, da eben ein Squad. Also damals gab's wirklich Zwerge für die imperiale Armee. Mal gucken, ob ich da noch ein altes Foto raussuchen kann. Mal einblenden. Es gab halt wirklich Zwerge. Ich möchte Zwerge zurück. Und ja, Konglomerate von Wotan, die jetzt da neue mit dazu. Das ist für mich nicht das Gleiche. Ich brauche richtige Zwerge im Weltraum im 40. Jahrtausend. Würde ich sofort alles kaufen. Also, shut up and take my money, echt. Bärtische Zwerge im Weltraum, Hammer. Naja, das dritte Buch, Ausrüstungsbuch. Charaktermodelle waren zum Beispiel damals halt auch unglaublich stark. Man hatte so viel Ausrüstungsoptionen und auch eine Erinnerung noch, Vortex-Granaten. Vortex-Granaten, absolute Gamebreaker. Vortex-Granate entfernen einfach alles, auch Gelände, komplett alles. Hammer. Ich meine, das ist damals im Warhammer 40k Chaos Gate Computerspiel. Da gab es auch Vortex-Granaten, die waren unglaublich stark. So, genug gelabert. Heute wird das Video auch fertig gemacht. Ich war die letzten Tage leider krank, aber heute finaler Schnitt, dann geht's online. Auf jeden Fall danke an alle, die jetzt so lang hier bei dem Video durchgehalten haben. War jetzt kein klassisches Unboxing, war eher so ein Unboxing von Erinnerungen. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das Video aufzunehmen und zu schneiden, durch die Erinnerungen zu schwelgen. Habe auf dem Dachboden dann noch einen Teil meiner alten Blood Angels Miniaturen gefunden, die ich euch hier einblende. War auf jeden Fall eine schöne Reise durch die Erinnerungen und ich hoffe, euch hat das Video auch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal und bis zum nächsten Mal.